Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Heute gibt es wieder bereits ein paar Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Unter anderem nach weiteren Trainerkandidaten gibt es jetzt das Video über Patrick Sander und Pascal Ibold, von den beiden ich wirklich unglaublich viel halte. Warum und weshalb, werde ich heute erklären. Warum ich auch das Duo so unglaublich gut finde, auch das versuche ich heute zu erklären. Und damit würde ich sagen, steigen wir nicht lange herum. Eure Meinung sehe ich so wie immer gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich riesig supporten. Und damit Glocke aktivieren. Mitglied könnt ihr gerne werden, ab 99 Cent bereits. Und damit starten wir rein. Let's go. So, und hier haben wir direkt mal Patrick Sander. Für mich ein unglaublich interessanter Name in der Trainersuche. Und für mich auch der beste U23-Trainer, den es so aktuell auf dem Markt gibt. Muss ich ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Hatte bereits sehr, sehr gute Erfahrungen bei Cottbus gesammelt, war auch da am Spielen. Wie gesagt, ist auch ein gebürtiger Quedlinburger, da komme ich auch her, also direkt komplett Harzer und natürlich mit Magdeburg dementsprechend verbunden. War ein Trainer in der ersten Liga bei Cottbus, über insgesamt 3 Jahre kann man sagen. War da auch nicht so unerfolgreich in 100 Spielen. Bei allem war es dann natürlich etwas schlechter, das muss man auch dazu sagen. Koblenz war dann wieder ganz in Ordnung, würde ich behaupten. Jena dann auch wieder eigentlich ganz gut. 1,7 Punkte Schnitt ist nicht schlecht. Koblenz dann wieder eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit eigentlich geprägt. Budisar Bautzen will ich jetzt hier nicht mehr unbedingt mitzählen, denn das hier können wir rausstreichen. Vor allem bei der U19 von Magdeburg, auch da war es dann ganz in Ordnung. Und seitdem er Trainer bei der U23 ist die U23 so gut wie noch nie und wird vor allem unglaublich gut aufgebaut. Er hat, seitdem er das Traineramt übernommen hat, unglaubliche Arbeit da geleistet, ein 2,4 Punkte Schnitt, das ist unglaublich. Und tatsächlich in der Regionalliga aktuell einen Punkteschnitt von 1,5. Das ist sehr stabil. Und dementsprechend kommt dann Pascal Ibold dann noch dazu, wo man dann den Punkteschnitt auch nochmal vergleichen kann. Er gewinnt jedes zweite Spiel, das spricht für ihn, hat 12 Punkte dann schon geholt dadurch. Und die Mannschaft steht im guten Mittelfeld und könnte vielleicht noch irgendwie in den Aufstieg reinrutschen. Das liegt aber auch vor allem am guten Kader und an der wirklich guten Talententwicklung für die beiden. Sind natürlich dann auch dementsprechend schuldig, was sehr, sehr gut ist, denn die Entwicklung ist klar zu erkennen und machen wirklich Spieler viel besser, als sie vorher waren. Dazu zählen vor allem Maggie Bars, Milgram, auch ein Krug, den ich seitdem sehr, sehr gut entwickelt finde, auch ein Kamper hat sich da gut entwickelt, die Innenverteidiger sind gut geworden, also eigentlich jeder Spieler hat da eine gute Rolle übernommen und auch deswegen hat Patrick Sander gesagt, dass er die U23 definitiv nicht runterfallen lassen will, denn dafür sind die Jungs zu gut und spielen zu guten Fußball. Auch dementsprechend bin ich komplett der Meinung, dass man dann hier klar sagen muss, dass Sander komplett recht hat. Und ich hoffe dementsprechend auch, dass man das dann so auslegt, dass dann wirklich noch ein weiterer Trainer kommt. Auch wenn ein Sander Erfolg hat bei uns. Ich denke mal, ein Spiel wird er bekommen, danach nicht mehr so viel. Mit Ibold, der auch natürlich die jüngere Variante ist, aber wie gesagt, ich finde jungen Trainer und alten Trainer das perfekte Duo. Es gibt für mich nichts Besseres im Fußball, als sowas zu haben. Die Jüngeren, die da noch ein bisschen bessere Connection haben mit den Älteren, auch im Bankert ist noch relativ jung. Und dann noch der Ältere, der die väterliche Führungsfigur einnimmt. Hier bei Ibold haben wir natürlich ein relativ gleiches Ergebnis, muss man auch sagen, 4 Punkte in 3 Spielen. Auch das ist sehr gut. Und kommt auch aus der Leipziger Jugend, die er trainiert hat, am Mark Rahnstedt und dann bei RB Leipzig, Nachwuchsleistungszentrum. Dann war er Co-Trainer bei der U17, nochmal Co-Trainer bei der U19. Dann war er bei der Talentförderung, das zählen wir ja einmal mal nicht mit. Und dann Co-Trainer unter Christian Tietz, Markus Fiedler. 9 Spiele, obwohl er dann hauptsächlich eigentlich eher bei der zweiten war als Trainer und an der Seitenlinie stand, wo er dann die wichtige Rolle eigentlich eingenommen hat. Also kennt sich auch sehr, sehr gut aus. Ist ein guter Trainer meiner Meinung nach und auch wieder jemand, der bei Quedlinburg gespielt hat. Ja, es ist die Heimat. 4-3-3 offensiv passt auch dementsprechend. Ich wünsche mir eine Viererkette definitiv und keine Dreierkette, die hat überhaupt nicht funktioniert. Und die spielen halt ein Tietz-System. Haben es übernommen von Tietz, auch vor allem weil Tietz eigentlich das ganze Jugendzentrum bei Magdeburg angepasst hat, was auch nicht dumm war, weil die spielen guten Fußball. Dementsprechend spielt natürlich Sander auch wieder 3 offensiv. Ich halte auch ihn für jemand, der definitiv
den FCM zurück in die Spur bringen kann. Bin ich definitiv der Meinung. Wer erste Liga trainiert hat, auch wenn es etwas länger her ist und der Offensivfußball damals schon gespielt hat, beziehungsweise jetzt einen erfolgreichen Offensivfußball selbst in der Regionalliga spielt mit einer jungen Mannschaft, wo es eigentlich nicht mal zum Beispiel Hertha glückt, obwohl die nominell wahrscheinlich sogar die besseren Talente haben, läuft es halt und dementsprechend hat er seinen verdienten Lob jetzt und wird auch sehr, sehr in den Fokus gerückt werden. Ist ein ruhiger Trainer, ein ehrlicher Trainer. Wie gesagt, die väterliche Führungsfigur, die er dann nochmal aufverspricht, finde ich, ist Weltklasse. Sowas brauchst du im Fußball, vor allem man merkt es im Training, dass es wirklich funktioniert. Deswegen hoffe ich auch, dass wir dann erfolgreich sind gegen Darmstadt. Er dann aber auch relativ schnell erlöst wird vom doppelseitigen Beruf, weil er muss ja U23 trainieren und gleichzeitig auch die erste. Das ist nicht einfach, das ist sehr, sehr viel Arbeit als 64-Jähriger dann nochmal. Ich hoffe, Ibold und dann teilen sich das da gut auf und machen dann einen guten Job. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei Darmstadt mit einem Sieg in der Hand. Und danach, dass Sander dann wieder ganz entspannt U23 trainieren kann. Auch wenn ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass er das Zeug zur ersten hat. Auch das hat er gesagt. Aber meiner Meinung nach wäre es der richtige Schritt, ihn wieder in die U23 schicken, um nicht den größten Druck auf ihn zu machen. Und weil er da eine unglaubliche Arbeit leistet und diese nicht unterbrochen werden sollte. Wir sehen, was passiert. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und damit, ciao Leute, und bis zum nächsten Mal.